Einen wunderschönen guten Tag, ihr schaut MoFun VR, ich bin Mutensen und ich bin immer noch Brillenträger. Ihr wahrscheinlich auch, denn ihr guckt jetzt dieses Video. Wir haben aber noch eine andere gemeinsame Schnittstelle. Eventuell möchtet ihr oder seid schon Besitzer einer Pico 4. Dieses Headset ist neu und hat wie alle anderen Headsets in der Vergangenheit natürlich auch ein paar Herausforderungen für Brillenträger. Dieses Video ist für uns. Viel Spaß dabei. Natürlich habt ihr es schon am Thumbnail und an der Überschrift gesehen. Ich habe Post bekommen von den VR-Optikern. Die haben mir wieder Einlegelinsen für die Pico 4 diesmal zur Verfügung gestellt. Ich habe für alle meine Headsets Einlegelinsen. Bei einigen war es tatsächlich nötig. Da kam man mit einer Brille gar nicht rein. Ihr wisst, ich trage sehr gerne große Brillen. Bei anderen ist es okay, aber immer ist es wesentlich komfortabler. Jetzt gucken wir aber erstmal, was hier überhaupt drin ist. So, wie immer kommt das Ganze in einem netten Brillenetui und in netten Beutelchen. Ja, und dazu gibt es dann auch ein Tüchlein zum Putzen. Sehr schön. In diesem Beutelchen sind, wie ihr das bereits erwartet habt, denn ich habe schon zahlreiche Linsenvideos gemacht, die Einlegelinsen für die Pico 4. Und wie wir wissen, ist die Pico 4 ja jetzt ein recht zierliches Gerät. Ja? Dementsprechend sind diese Rahmen hier auch mal eine sehr zierliche Geschichte. Ich glaube, das hier ist magnetisch, kann das sein? Interessant, okay. Das ist fürs linke Auge und hier ist dann die entsprechende Linse fürs rechte Auge. So sieht das Ganze aus. Ja. Auch hier gibt es kleine Magneten. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt ausschaut. Nehmen wir uns mal die Pico und entfernen das Gasket. Nochmal drüber putzen und dann sind hier so kleine Führungsstifte. Wow, okay, okay. Ja, das gefällt mir bei der Pico, bei dem Gasket schon ganz schön gut, dass es magnetisch ist. Und jetzt sind sogar noch die Einlegelinsen magnetisch. Yeah, the future is calling. Und das war's auch schon. Das war der Einbau der Einlegelinsen. Ich glaube, das sind die ersten, die ich tatsächlich jetzt auch, wenn mal eine andere Person die Brille haben möchte, relativ easy lösen kann und dann wieder einsnappen lassen kann. Das ist sehr, sehr komfortabel. Der Witz ist halt auch, dass man ohne die Brille und mit diesen Linsen jetzt halt noch näher an die Linsen rankommt und damit das Field of View eigentlich noch größer werden müsste. Das probieren wir natürlich jetzt gleich aus. Jetzt kommt das Gasket wieder rauf. Voilà, passt alles. Operation ist fertig. Wir hatten in der Vergangenheit wirklich Headsets, wo ich mit meiner normalen Brille auf jeden Fall nicht reingekommen bin. Ja? Die originale Rift gehörte dazu, die Quest 1, bei der war das gut, bei der Quest 2 war es wirklich wieder schwierig und ich habe ja hier auf dem Kanal in den letzten Jahren wirklich bestimmt ein halbes Dutzend anderer Headsets getestet etc. Ich trage die Linsen aber sogar unter PlayStation VR, weil es auch da einfach komfortabler ist, ja, und man vermeidet, dass man mit seiner Brille an den Linsen kratzt. Das ist auch noch ein wesentlicher Mehrwert, ja, also die Originallinsen werden geschützt. Hinweis, wenn ihr eher Gelegenheitsspieler seid und diese Pico 4 jetzt gar nicht so viel benutzt, dann kommt ihr eigentlich mit eurer normalen Brille auch gut klar. Ja, man passt da wirklich gut rein, das funktioniert ohne Probleme, aber für jemanden, der das Gerät wirklich viel benutzen will, so wie ich normalerweise, dann empfiehlt es sich da wirklich mit den Einlegelinsen zu arbeiten. Ihr habt den Schutz und dann auch noch einfach den Komfort. Und jetzt gucke ich mal durch und schaue mir das mal an. Ich bin gespannt. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Also ich bin jetzt in der Brille. Ich kann, wie gesagt, wesentlich näher ran. Die Pico spielt da tatsächlich auch ganz oben mit. Ja, die hat vertikal und horizontal deutlich größeres Field of View. Das ist natürlich auch interessanter, wenn man dann mit den Augen noch näher dran kommt. Ich kann jetzt blinzeln und alles, ohne dass meine Wimpern die Gläser berühren. Also scheint alles okay zu sein. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Das ist nämlich auch eine sehr schöne Funktion der Pico. IPD-Anpassung ist an dem Gerät einfach mal der Hit. Ja, pass mal auf. Ich mache mal von meinen 67 jetzt ganz klein. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Da geht dann der Motor. Gut. Und die Linsen schieben sich automatisch in die Position. Ne? Man kann es natürlich auch dedizierter machen. So. Dang, 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 dang. Und ganz wichtig, das haben Leute schon gefragt, wenn ihr hier, die unterste Grenze ist 62, ist sie nicht wirklich. Wenn ihr jetzt noch weiter drückt, ja, bei 62, dann erscheint hier, die Ränder der Linsen können beim Näherkommen schmerzhaft gegen ihre Nase drücken. Also, der kann kleiner als 62 werden, der IPD. Man muss ja einmal so bestätigen. Und jetzt könnt ihr in 5 mm, 0,5 mm Schritten
tatsächlich bis runter zu 58 Regeln. Bei mir drückt das noch lange nicht an die Nase, aber Leute mit dicken Nasen, ihr wisst Bescheid. So, in die andere Richtung geht es nicht, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Also oberste Grenze ist 72, aber es ist wirklich angenehm, dass man hier ganz in Ruhe gucken kann, was dann so der Lieblingswert ist und nichts am Gerät kurbeln muss. Ist ein Luxusding, ja, aber wirklich sehr future-mäßig. Gefällt mir sehr gut. Die berühmte Edge-to-Edge Clarity der Pico 4 ist natürlich hier auch super cool, ja. Wenn ich jetzt nur die Augen bewege und so ein bisschen nach rechts und links und oben gucke, bleibt das alles halt wirklich immer noch sehr klar. Bei den anderen Headsets, ja, auch bei dem direkten Vorgänger hier und der Quest 2, wird es zum Rand halt durch die Fresnel-Linsen deutlich unschärfer. Also das ist insgesamt eine sehr schöne optische Erfahrung und jetzt habe ich es sehr komfortabel. Und das war es auch schon mit meinem in der Brille Eindruck. Ich weiß nicht, was wir jetzt nochmal machen könnten. Übrigens, so sieht das Ganze für mich aus, wenn ich hier aufnehme. Ja? Durch den Color Pass-Through könnt ihr das jetzt auch mal sehen. Und vor allen Dingen, was ich ganz geil finde, in einem Schlauchboot durch Wildwasser paddeln. Also Pulver Raften. Also tatsächlich, der Color Pass-Through der Pico, der ist ganz süß. Ja? Also da kann man jetzt wirklich nicht nur sein Handy lesen, sondern auch andere Sachen bedienen. Das ging bei der Quest 2 noch nicht. Ich fand das immer ganz witzig, aber der Color Pass-Through der Pico macht da tatsächlich noch einen interessanteren Job. Aber da mache ich nochmal ein extra Video drüber. Das ist heute nicht das Thema. Die Pico 4 hat ja tatsächlich im Vergleich zu den Headsets, die wir bisher hier auf dem Prüftisch hatten, wirklich ein paar schöne und modernere Komfortoptionen, dass sie auch dran gedacht haben, dass Leute da Linsen drauflegen werden und schon Magneten in die Originalrahmen eingebaut haben. Auch eine nette Geste. Ich hätte zwar auch nichts dagegen, wenn die Hersteller den Dioptrienwert mal direkt ins Headset einbauen würden, denn tatsächlich kosten die Einlegelinsen immer so zwischen 70 und 90 Euro, je nachdem wie viel Dioptrien man hat. Je höher, desto teurer wird das. Ja, machen wir uns nichts vor. Das ist eine ganz schöne Stange Geld, aber wenn man das VR-Headset wirklich viel benutzt, dann ist der Komfort und der Schutz der Linsen wirklich eine Option. Jetzt kommen wir natürlich hier wieder zu dem Teil, auf den ihr gewartet habt. Ich werde euch unter dieses Video einen direkten Link machen zu den VR-Optikern. Ihr könnt aber auch einfach so hinsurfen und dann, wenn ihr diese Linsen kaufen wollt, Mofan VR als Coupon eingeben und dann bekommt ihr 5% Rabatt. Das ist eine schöne Geschichte. Damit unterstützt ihr gleichzeitig diesen Kanal, denn ich bekomme von den VR-Optikern dann auch eine kleine Provision. Und so schaut's aus. In letzter Zeit muss ich mich vielleicht dann nochmal, obwohl es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dazu animiert fühlen, zu erwähnen, dass ich derartige Geräte und Testdinge natürlich sehr, sehr gerne bekomme. Da sind nie irgendwelche Absprachen mit verbunden. Ja. Ich mache die Videos darüber so, wie ich möchte. Die Hersteller und Leute, die das ausleihen, die haben da keinen Einfluss auf meinen Content. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das kann man versprechen. Bis dann, Tanzen, ich bin erstmal raus. Sagt mal, was ihr über die VR-Linsen denkt und ob ihr euch die holen werdet. Dann sehen wir uns einfach im nächsten spannenden Video auf diesem Kanal. Bis dann, bye. Mofan VR, immer für euch da. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mofan VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tanzen, Mofan VR.